Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Inga und ich liebe die abstrakte Acrylmalerei. Meine Leinwand ist heute quadratisch, 50 x 50 cm groß und das, was ich gerade auf der Leinwand verstreiche, ist Acrylbinder. Der Acrylbinder wird mir heute als Klebstoff dienen, denn ich habe tatsächlich noch einmal vor, mit Aluminiumfolie zu arbeiten. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, als ich das letzte Mal unter einem Rakelbild Aluminiumfolie hatte, fand ich das nicht mehr ganz so passend, nachdem das Bild fertig war, denn die Aluminiumfolie hatte ich vorher zerknüllt und sie war auch nicht flächendeckend auf der Leinwand aufgebracht. Danach hatte ich dann von Sergio Aranda ein Short gesehen, hier auf YouTube. Und dort hatte er Aluminiumfolie aufgebracht, allerdings in einer recht glatten Variante. Und er hatte darin ein paar Falten eingearbeitet. Und dann habe ich so ein bisschen rumgeflaxt, dass mir seine Version viel besser gefällt als das, was ich gemacht habe. Und er meinte dann einfach, naja, dann nimm doch nochmal Aluminiumfolie und geh in dein Atelier. Ich kann euch den Kanal von Sergio Aranda wirklich nur ans Herz legen. Natürlich solltet ihr erst mein Video zu Ende gucken, danach dürft ihr gerne tun und lassen, was ihr wollt. Sergios Stil ist sehr minimalistisch, abstrakt und er beschäftigt sich auch mit der Korrosion von Materialien zum Beispiel oder was die Zeit mit gewissen Dingen macht. Ich habe ihn schon oft Sägespäne verwenden sehen, Sand und er hat natürlich lustigerweise, nachdem wir über die Aluminiumfolie gesprochen haben, auch ein Video mit Aluminiumfolie gemacht. Also abgesprochen war das jetzt überhaupt nicht, aber ich fand das schon sehr witzig, als ich das in der Ankündigung für sein Video gesehen hatte. Derzeit werden seine Videos Freitagabends 18 Uhr gezeigt. Das heißt also, wenn ihr jetzt mein Video seht, ist seins dann schon draußen. Ich habe mich diesmal dafür entschieden, eine glatte Variante auf die Leinwand zu bringen und habe also den Acrylbinder dazu benutzt, das Aluminium vollständig auf die Leinwand zu kleben. Ich wollte heute mit verschiedenen Materialien arbeiten und auch ein bisschen mit dem Material, was ich sonst noch im Regal liegen habe, spielen. Und so habe ich mir eine große Dekorolle genommen und mir überlegt, dass ich dort mit dem Schwamm Farbe auftupfen könnte und dass so schon mal ein erstes Muster entsteht. Ich hatte mir dann überlegt, mit einem dunklen Blau zu arbeiten, weil ich einen blauen Farbton grundsätzlich sehr beruhigend finde. Und das Schöne ist jetzt tatsächlich, dadurch, dass die blaue Farbe sowieso transluzent ist, erhält sie jetzt auch noch durch die Aluminiumfolie einen Metallic-Schimmer. Und als ich dann den Dekostoff abgenommen habe, konnte ich genau erkennen, dass das mit dem Muster ganz gut funktioniert hat. Ich habe mich dann aber entschieden, dort mit dem Schwamm entlang der Falten, die das Aluminium inzwischen geworfen hat, einmal entlang zu gehen und so die silbrige Fläche noch etwas zu verkleinern. Da ich heute mit verschiedenen Materialien arbeite, darf natürlich die Luftpolsterfolie nicht fehlen. Ihr hattet mir ja in die Kommentare geschrieben, dass ihr euch wünscht, dass ich die Luftpolsterfolie nicht mehr flächendeckend einsetze und genau das habe ich bei diesem Bild auch heute vor. Ihr seht, dass von den silbrigen Flächen auch nicht mehr allzu viel da ist und ich werde jetzt versuchen, mit der Luftpolsterfolie und dem Reflex Rosé einen Ausgleich zu schaffen. Ich finde die beiden Farben wunderbar zusammen. Ich habe hier einen Warm-Kalt-Kontrast.
Ich hatte euch ja schon einmal das Gefühl beschrieben, wie es sich anfühlt, mit den Händen über die Luftpolsterfolie zu streichen. Und je nachdem, wie dick die Luftpolsterfolie ist, kann man also richtig spüren, wie man mit sanftem Druck die Farbe auf die Leinwand überträgt. Ich nutze jetzt noch die auf dem Pinsel befindliche restliche Farbe, um damit die Erhebung in der Aluminiumfolie ein bisschen hervorzuheben. Natürlich darf ein bisschen Rakeltechnik mit der Glättkelle nicht fehlen und es tritt genau der Effekt ein, den ich mir dabei gewünscht habe. Mein Bild hätte an dieser Stelle gut und gerne fertig sein können. Ich habe das auch tatsächlich überlegt. Ich wollte aber unbedingt noch etwas ausprobieren und ich bin auch froh, dass ich das gemacht habe. Das heißt jetzt nicht, dass ich 100%ig mit dem Ergebnis zufrieden bin, aber ich bin froh, dass ich es einfach gewagt habe, jetzt nochmal Eisenspäne auf die nassen Flächen meiner Leinwand zu geben und danach habe ich dann noch ein Oxidationsmittel aufgetragen. Ich habe 2 verschiedene Sorten Eisenspäne verwendet, einmal ein paar grobere und einmal sehr feine und das mit den feinen hat sich hinterher als nicht ganz so ideal herausgestellt, aber das weiß ich dann halt für den Fall, dass ich so etwas nochmal machen möchte, etwas besser. Wer wissen möchte, welche Materialien ich verwendet habe, der guckt einfach mal in die Videobeschreibung. Normalerweise verlinke ich entweder zu einem großen Internetkaufhaus oder aber, wenn die Materialien direkt bei Firmen zu erwerben sind, dann dorthin. Die blaue Flüssigkeit in der kleinen Sprühflasche ist das Oxidationsmedium, ohne das die Eisenspäne nicht rosten würden.
Dann zeige ich euch einmal das Bild mit der noch nassen Oxidationsflüssigkeit. Die restlichen Schichten auf dem Bild sind dabei schon trocken. Man kann schon erahnen, dass so langsam ein Prozess stattfindet, denn die ersten Partien sind auch schon leicht angerostet. Und dann zeige ich euch einmal das Bild in dem Zustand, an dem der Oxidationsprozess bereits gestoppt ist. Ich finde den Kontrast Rost zu dem Dunkelblau und teilweise zu den Stellen mit dem Reflex Rosé richtig gut. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass die feinen Eisenspäne natürlich auch gerostet sind und dadurch, dass ich vorhin einmal die Leinwand senkrecht gestellt habe, um diese Eisenspäne abzuklopfen, sind sie dann auf Flächen geraten, wo ich sie nicht unbedingt hatte haben wollen. Insgesamt finde ich das aber eine super Inspiration. Ich denke, dass ich daraus eine Menge lernen kann und ich hoffe, dass ihr in jedem Fall Freude daran gehabt habt, wie man verschiedene Materialien, Texturen und auch verschiedene Medien für seine Zwecke einsetzen kann. Ich danke dir herzlich fürs Zusehen und ich danke dir herzlich fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonniert hast oder wenn nicht, dann abonnier doch einfach nochmal meinen Kanal, lasse mir ein Like da und kommentiere auch gerne, was du hier gesehen hast. Und jetzt dürft ihr auch gerne den Kanal von Sergio Aranda besuchen gehen und dann hören wir uns beim nächsten Mal in 2 Wochen wieder. Macht's gut!